Freunde, heute zeige ich euch eine Statistik der Waffenlieferungen an die Ukraine, die viele lieber ignorieren. Kurz gesagt, in 3 Jahren Krieg hat die Ukraine so viele Waffen erhalten, dass es für einen Sieg gereicht hätte. Ja, wenn diese Lieferungen in den ersten Monaten gekommen wären. Aber sie wurden über Jahre verteilt und genau das hat den Verlauf des Krieges verändert. Warum? Schauen wir hin. Laut Protect Ukraine Now hat Europa in fast allen Kategorien, außer billiger gezogener Artillerie, mehr Waffen geliefert als die USA. Aber entscheidend ist, diese Waffen kamen nicht in 3 Monaten, sondern über 3 Jahre. Und es waren keine geheimen oder hochmodernen, also Hightech-Systeme. Nein, es war alles alte Ausrüstung, produziert lange vor Februar 2022, die meiste lag längst im NATO-Lagern herum. Manche sogar für Verschrotten vorgesehen. Als Ex-Soldat sage ich klar, wäre genau diese Menge an Waffen, genau diese Menge nicht eine Einheit mehr, aber in den ersten 3 bis 6 Monaten gekommen, Russland wäre 2022 besiegt worden. Der Wille war da, Motivation war da, die Freiwilligen standen Schlange. Aber Waffen fehlten. Die amerikanische Land-Lease bleibt ein leeres Versprechen. Die Europäer trafen sich im Format Rammstein fast monatlich. Ich nannte es Kaffeekränzchen. Offiziell wurde über Hilfe diskutiert. In Wahrheit nur darauf geachtet, dass niemand der Ukraine zu viel gab. Hilfe wurde dosiert. Genug, dass die Ukraine nicht verliert, aber auch nicht gewinnt. Formelle Erklärung, die europäische Bürokratie, Abstimmungen und Klarheit, angeblich keine Einigung erzielt. Das heißt, nicht nachgedacht, nicht gewusst, geliefert, wie es ging, zunächst nicht berücksichtigt, dann berücksichtigt, bla 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 bla. Und im Endeffekt kam es, wie es kam. Die Realität ist aber eine abgestimmte Politik. Man wollte keinen klaren Sieg der Ukraine. Manche sagen skeptisch, wie hätte die Ukraine Russland überhaupt besiegen können, das militärisch viel stärker ist. Meine Antwort: sehr wohl. Russland wollte in 3 Tagen Kiew erobern. Plan gescheitert. Doch im Herbst 2022, als ein entscheidender Schlag möglich war, wurde die Ukraine gebremst. Kiew wurde geraten abzuwarten, um sich auf eine Gegenoffensive 2023 vorzubereiten. Das Ergebnis kennt ihr. Gescheitert. Leider. Und das war aber kein Zufall. Die offizielle Begründung: Angst vor Atomschlägen. Doch wer an Putins nukleare Erpressung glaubt, hat ihm schon den strategischen Sieg geschenkt. Denn Putin weiß, auf dem Schlagfeld kann er die Ukraine nicht besiegen. Sein eigentliches Ziel ist Europa. Putin will beweisen, NATO und EU sind ein Papiertiger, das ein bloßes Drohen reicht und der Westen zerfällt. Sobald die Mehrheit der Staaten im Ernstfall nur tiefe Besorgnis äußert, ist es vorbei mit Allianz. Genau das ist sein Plan. Und warum? Nein. Nicht Europa zu zerstören, nein, sondern um es zu kontrollieren. Nicht mit Bomben, Raketen, Schacheten, sondern mit Gas, Öl und Propaganda. Fast 750 Millionen Konsumenten. Mit jedem von euch wird es für Putin leichter, einzeln fertig zu werden. Aktive Gegner wird man kaufen oder mit gefügigen Medien gegen sie hetzen. Unliebsamen wird man ausschalten. Beispiele dafür gibt es viele. Die Unentschlossenen werden mit Märchen über billiges Gas und Benzin gefüttert. Und seinen Anhängern gibt man natürlich billige Kredite und billige Rohstoffe. Und so wird Putin euch nach Belieben manipulieren und lenken. Es ist bedauerlich, wenn ihr das nicht erkennt. Putins Ziel ist Spalten Europas. Und was ist mit euch? Heute weigert sich Europa, wirksame Sanktionen einzuführen und kauft über Mittelsmänner, etwa in Indien, russische Erdölprodukte. Damit finanziert ihr eine Wirtschaft, von der bis zu 30% auf die Rüstungsindustrie entfallen. Putin sieht eure Schwäche und testet sie. Kampfjets im Luftraum Estlands, Drohnen über Polen und Rumänien. Da sind keine Sabotageakte, keine Provokationen, wie die meisten denken oder euch die Meinungsmache erzählen. Es ist ein genauer Test eurer Reaktionen, eurer roten Linien, damit Europa sich mehr um die eigene Verteidigung sorgt und weniger die Ukraine mit Waffen unterstützt. Glaubt mir, bald wird ein russischer Jet nicht nur 12 Minuten, sondern länger, deutlich länger im europäischen Luftraum kreisen.
Oder eine Drohne wird fällig einen Lokführer, einen Lastwagen oder gar einen Flughafen treffen. Was wird Europa dann tun? Mit Gewalt reagieren oder sich wieder nur besorgt zeigen? Ja, die Situation in Europa ist unterschiedlich. In vielen Ländern ist die Bevölkerung nicht bereit, Opfer zu bringen. Selbst bei einer starken Wirtschaft dauert es Jahre, die Industrie auf Kriegsmodus umzustellen. Und ja, die Armeen der europäischen Länder sind klein. Aber ihr seid groß, wenn ihr zusammensteht. Und besser später als nie. Polen baut massiv auf. Die Bauten sind hochmotiviert. Deutschland investiert Milliarden. Frankreich bleibt Atommacht. Auch wenn Italien und Spanien andere Prioritäten haben. Europa kann stark sein. Polen erinnern sich heute, 86 Jahre später, an den 22. September 1939, den Tag, an dem Hitler und Stalin gemeinsam durch Brest marschierten. Russland sagt heute wieder, wir können es wiederholen. Unsere gemeinsame Antwort muss lauten, nein, das könnt ihr nicht. Sorry. Das ist meine Meinung, eure Meinung schreibt in den Kommentaren. Bis bald, Leute.